Willkommen, Ladies and Gentlemen, hier auf meinem Kanal und heute sprechen wir über das Vereinigte Königreich und das ist ja berühmt für... Auf jeden Fall nicht berühmt für Moskitos, wobei... Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, eigentlich hasse ich Mücken und ich wollte nie auf diesem Kanal etwas mit Mücken zu tun haben. Denn wenn Sommer ist, werde ich gestochen wie verrückt. Das ist gut für meine Umgebung, weil die Personen drumherum werden nicht gestochen, denn ich habe dieses, was man im Volksmund süßes Blut nennt. Also Moskitos sind immer scharf auf mich. Und ich war diesmal scharf auf eine andere Moskito. Denn Kobi hat da eine Moskito rausgebracht. Und wenn ich hier heute mit euch über Großbritannien spreche und vor allem über die Royal Air Force, dann kann ich euch diese Moskito nicht vorenthalten, die gerade frisch raus ist. Die 5735, die de Havilland DH98 Moskito. Das ikonische Flugzeug der Royal Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg und sogar darüber hinaus. Das hört ihr aber alles in den Fakten. Und warum, weshalb dieses Flugzeug auch Wooden Wonder genannt wird, erfahrt ihr dann auch. Wir wollen aber erstmal wissen, wie diese 710 Steinchen genauer aussehen. Kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch, garantiert pustel- und stechschmerzfrei. Bzzz, Freunde, da haben wir unsere Mücke, den Moskito oder die Moskito auf dem Bautisch liegen. Die 5735 aus der Historical Collection World War II. 710 schöne Kobi-Steine und eine Minifigur, die de Havilland DH89 Moskito. Natürlich im Maßstab 1:32, wie die ganzen Zweiter Weltkrieg-Flugzeuge sind, also die neuesten. Ich freue mich richtig auf dieses fliegende Stück, ja, Möbel. Das fliegende Möbelstück. Warum, weshalb, wieso, kommen wir später in den Fakten. Schön wieder das Art Design, auch hier die späte Rafflackierung gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns die Rückseite einmal an. Da haben wir die Fakten, die bekommt ihr gleich von mir. Wir haben Bombenlast, wir haben hier ein Bild einer frühen Moskito, da den Piloten den Stand. Der Stand sieht schön schräg aus, mal gucken, ob das auch wirklich so ist. Und hier sehen wir, dass das Flugzeug nicht gerade klein wird, nämlich 39 cm lang, 11,5 cm hoch. Wir können das Querruder steuern, wir können die Bombenklappe aufmachen und wir können sogar das Fahrwerk ein- und ausfahren. Und ganz wichtig, Freunde, und deswegen schauen wir nochmal auf der Seite, ist natürlich auch nochmal die Spannweite. Die ist bei 51 cm, also wenn ihr es ins Regal stellt, nehmt euch ein bisschen Platz mit. Apropos Platz, ich platze vor Freude, jetzt hier in den Karton zu schauen, wann das Set hergestellt wurde und vor allen Dingen, was sich hier drin verbirgt. Und heute machen wir es mal anders, wir snappen nicht, wir zwirbeln mal ein bisschen, meine lieben Freunde. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf dem Bautisch gezaubert. Bautütenabschnitt 1, Bautütenabschnitt 2, bzw. Tütengruppierungen und die Anleitung. Und wichtig ist ja noch, wann wurde das Set hergestellt? Am 12.12.2022 um 10 vor 2 in der Kobi-Fabrik in Polen. Wir haben also eine Tüte 1, eine Tüte 2 mit vielen Untertüten, vielen schönen Kobi-Steinen. Schauen wir uns die Anleitung an. Das gleiche Design wie auf dem Karton, nur dass der Hintergrund hier etwas freundlicher blauer ist. Also das Bild wird immer weggelassen. Die Fakten, die ihr gleich bekommt, ist klar. Pad Printed heißt, alles hier an diesem Flugzeug ist gedruckt, keine Sticker und auch die Anleitung und der Karton wurden in der EU hergestellt. Schwierigkeitsstufe 8+, sollte jedem klar sein, traurige Zwiebel, Captain Planet, an meiner Blitze schießt und so weiter. Schauen wir uns die Anleitung an, geht wie folgt los. Hier oben heißt es, nimm dir die Tüte mit den 1 Aufdruck, haben wir hier den Beutel und dann packen wir die Tüten aus und bauen drauf los. Alles fängt mit dem Baustep 1 an. Kobi hat nämlich keine Seiten nummeriert und wird dann einfach hier fortlaufend gebaut. Was wir bauen ist farblich, Pfeile weisen uns den Weg. Hier sehen wir diesen Grau-Hellblau, das ist das, was wir schon gebaut haben. Wir haben hier bei den Brackets verschiedene, damit wir auch wissen, welche wir sind. Also hier A und B wird gruppiert. Manchmal gibt es auch Zahlen bei Wedges und bei Slopes, also bei schrägen Teilen. Ihr seht hier, was wir brauchen an Stein, ist immer in so einem abgerundeten Rechteck und es gibt halt Pfeile, die uns den Weg weisen und wir haben sogar Anlegehilfen, damit wir wissen, wie lang wird unsere Fliese, auf Englisch Flat Tile, gebraucht hier. Ja, Farben hat Kobi natürlich etwas andere als zum Beispiel der Marktführer aus Dänemark.
Fertig sind wir dann mit unserem ikonischen Flugzeug beim Baustep 145, natürlich inklusive der Tüte 2 mit dem Stand. Letzte Seite dann immer die Teileübersicht, da könnt ihr dann gucken, wenn euch ein Teil fehlt, und ihr könnt auch sehen, wie baut man die Minifigur zusammen. Das ist bei Kubey seit neuestens immer ganz hinten, bei anderen Herstellern ist es ganz oft auf der ersten Seite. Wie gesagt, Teileübersicht und auch übrigens hier, wo ihr Teile reklamieren könnt, und hinten immer ein bisschen Werbung. Müsst ihr einfach mal auf der Playlist oben auf dem i gucken oder generell bei meinem Kanal, welches Set ich euch hier schon vorgestellt habe. Es sind ein paar. Es macht mir immer wieder Freude, euch hier Kubey zu zeigen. Aber Freunde, mir macht auch das Bauen Spaß. Deswegen fange ich jetzt an mit den Bauen. Wünsche euch viel Spaß bei den Fakten rund um die Mosquito. Und wie gesagt, nochmal mir viel Spaß beim Klemmen. Da habe ich richtig Bock drauf. Freunde, viel Spaß! Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über die de Havilland Mosquito. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass neben der Junkers Ju-88 die de Havilland Mosquito eines der vielseitigsten Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs war. Insgesamt wurden bis 1950 über 7780 Maschinen dieses Types hergestellt. Interessanterweise war die aus Sperrholz aus der Möbelindustrie sowie Balsaholz im Verbund hergestellte Mosquito als schneller Bomber ohne Abwehrbewaffnung geplant. Ein ähnliches Konzept, Freunde, gab es damals bei der deutschen Heinkel He 111. Das Flugzeug bestand im Wesentlichen wie erwähnt aus Sperrholz sowie Birken und den schnell wachsenden Fichtenholz mit einer Zwischenschicht aus Balsa, was zum Namen Wooden Wonder, also hölzernes Wunder, führte. Der Rumpf der de Havilland Mosquito wurde als Monocoque in 2 Halbschalen hergestellt, die mit wenigen Längsaussteifungen auskamen. Zur Herstellung der Schalen war weder Druck noch Wärmezufuhr notwendig. Die 2 etwa 12 Meter langen Positivformen bestanden entweder aus Mahagoniholz, zum Teil wurden aber auch beispielsweise in den kanadischen de Havilland Töchterfirmen auch Formen aus Beton eingesetzt. Bei der ersten Baustufe wurden die Rumpfspanten und andere internen Elemente in Schlitze der Form eingebaut. In der zweiten Stufe folgte die Verlegung der inneren Rumpfhaut und der Einbau der strukturellen Bauteile zwischen der inneren und äußeren Sperrholzschicht. Beim hinteren Rumpfteil wurden die Sperrholzstreifen schräg verklebt, um die aus der Torsionsbelastung durch das Leitwerk auftretenden Kräfte besser aufnehmen zu können. Die Maserungen der Innen- und der äußeren Streifen liefen dabei quer zueinander, was zur Festigkeit führte. Die DH-98 wurde von 2 der berühmten Rolls-Royce Merlin-Motoren mit Propellern, die sich in gleicher Drehrichtung befanden, angetrieben. Die Motorkühler befanden sich zwischen den Motorgondeln sowie an den Vorderkanten der Flügel. Bei den Bombern war die Rumpfspitze verglast, da hier das Zielsystem verbaut war. Schon der erste operative Einsatz der Mark I in der Fotoaufklärerversion, im Englischen Photo Reconnaissance genannt, am 14. April 1941 bestätigte die Meinung, dass eine Abwehrbewaffnung für den Aufklärer überhaupt nicht notwendig war. Das Flugzeug entkam 3 deutschen Messerschmitt Bf 109, die es verfolgten, indem es einfach mit Vollgas geradeaus flog, bis die Deutschen die Verfolgung abbrechen mussten. Einer der ersten berühmten Einsätze war der Angriff auf das Gestapo-Hauptquartier in Oslo von 4 Flugzeugen des 150. Squadrons am 25. September 1942. Schon bald sprach man in Deutschland von der Moskito-Plage. Dazu gibt es auch einen Film. Freunde, müsst ihr mal hier auf YouTube googeln. Da wird das richtig schön cool dargestellt. Die DH-98, wie sie ja offiziell hieß, ging nach begonnener Planung 1940, dann im Jahre 1941 in Serienproduktion. Die Mosquito wurde stetig weiterentwickelt und unter anderem als Aufklärer, Nachtjäger, Schleppflugzeug, Minenleger, Schlachtflugzeug, Begleitjäger und Transportflugzeug eingesetzt. Neben Großbritannien wurden auch Maschinen in Kanada und Australien produziert. Die letzte Mosquito ging dann 1961 in England in Rente. Die Mosquito wurde aber von sehr vielen Staaten eingesetzt. Unter anderem waren das die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, die Republik China, Neuseeland, Südafrika, die Tschechoslowakei, Jugoslawien und Israel. Eine der wichtigsten Aufgaben der Mosquito war als Pfadfinder, als schnelle Vorausspitze für die Royal Air Force Bomberflotten
das anzufliegende Zielgebiet zu markieren und mit ihrer Wendigkeit und Schnelligkeit dann die Bomberflotteninformation zu bringen. Ja, Freunde, das waren jetzt die Fakten zur Mosquito. Euch jetzt viel Spaß bei meinem Review und dann viel Spaß auch nachher bei den Detailfotos dieses tollen Modells von Kobi, das Set 5735. Nach 2 Stunden Bauzeit steht sie da, unsere de Havilland D98 Mosquito, unser Wooden Wonder, das 1:32 Maßstab große, ja, Mehrzweck-Flugzeug der Royal Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise bis sogar in die 50er Jahre hinein, ihr habt es gehört, sogar in die 60er, als es außer Dienst gestellt wurde. Das ikonische Flugzeug, das die Mosquito-Plage der deutschen Luftwaffe bzw. der deutschen Herrschaft hervorgebracht hat. 2 Stunden Bauzeit, wobei hier es sicherlich schneller geht. Ihr seht hier, und da kommen wir auch gleich noch zu, dass wir viele einzelne kleine Fliesen haben auf den großen Tragflächen, 51 cm Spannweite, die, wenn man sie hier bei mir auf dem Vlies so drückt, oft nachgeben, weil ich habe jetzt hier Stoff. Deswegen glaube ich, mit einem harten Untergrund kann man auch wahrscheinlich das Flugzeug noch schneller bauen. Zur Info nochmal rund um Kobi. Es gab schon mal eine Mosquito, die 5542. Die war allerdings 10 cm kleiner, was die Spannweite angeht, um die 41,5 cm. Hier haben wir 51. Und die am Anfang erwähnte Ju-88, die man so ein bisschen so grob mit der Mosquito vergleichen kann, hat bei Kobi einen Maßstab bzw. eine Spannweite von 61 cm. Ich zeige es euch ganz kurz mal. Ich halte sie nur mal kurz ins Bild, damit ihr mal so ein bisschen Vergleich habt. Nur wirklich, ne, da haben wir die Ju-88 und da die Mosquito. Wie gesagt, die hier ist 61 cm länger, beziehungsweise 10 cm länger, weil 61 cm hier die Spannweite ist. So ein bisschen Multiroll kann man die Flugzeuge vergleichen, so ein bisschen, auch wenn die Ju-88 anders konzipiert war. Review zur Ju-88 findet ihr oben auf dem i. Schauen wir uns erstmal an, was wir hier dabei haben. Wir haben hier eine Pilotenfigur, einen RAF-Piloten, also Royal Air Force mit der typischen Schwimmweste. Hinten bedruckt die neuen Schuhe, die Stiefel. Ihr findet die Figur rechts noch einmal groß und natürlich auch nochmal bei den Detailfotos bekommt ihr das Bild. Wir haben aber noch ein Problem, dass wir noch so einen kleinen Kopf hier haben. Also wir haben eigentlich 2 Piloten, aber wir haben hier eine Bautechnik, die Kobi auch schon bei der 5542, also der Vorgänger Mosquito, anwendet, nämlich, dass wir so einen Kopf einfach ins Cockpit stecken. Da haben wir den zweiten Piloten. Auch da bekommt ihr dann die Fotos noch einmal bei den Details genauer präsentiert. Das Typische ist, wir haben hier einen Stand, das kennen wir auch von Kobi schön, diesen schwarzen schönen Stand, schön glänzend mit dem Schild, der Flat-Tile, also der Fliese, die bedruckt ist, der Havilland DH98 Mosquito, und wir haben die Union Jack hier drauf, die Flagge des Vereinigten Königreiches. Was wir auch dabei haben, sind 2 Bomben, 2 Freifallbomben. Da komme ich aber noch zu, warum die cool sind und irgendwie auch nicht so cool, denn wir können sie gar nicht so richtig im Flugzeug verstauen. Warum es halt, sage ich euch gleich. Und wir haben hier eine Tüte mit ein paar Steinchen über. Das ist ja immer ganz cool. Und ihr seht auch hier, das Flugzeug kann ganz gut ohne Stand auch auf seinem Fahrwerk stehen. Halt, wir wollen das Flugzeug komplett in die Kamera bringen. So, was ich ganz cool finde. Also dieses Late War Design finde ich ganz cool. Was für ein Flugzeug das genau ist, seht ihr nachher, beziehungsweise seht ihr bei den Detailfotos, aber ihr hört es dann auch nochmal. Da spreche ich nochmal ein bisschen so genauer über die Maschine. Wir haben ein großes Formteil hier hinten mit dem Seitenleitwerk und natürlich vorne an der ikonischen Spitze, sowie natürlich ein bisschen die Propellernarben und hier die Cockpit-Verglasung. Wir gucken kurz rein. Das Cockpit hat ein Lenkrad, nichts Spektakuläres, und diesen Kopf und diesen Sitz halt, wo wir hier unseren zweiten Piloten reinstecken können. Das machen wir auch mal eben gerade. Der hat diesen Kobi-typischen Sitz, der bei mir irgendwie nie so richtig funktionieren will, nur mit viel Gewalt. Ich denke mal, bei vielen von euch da draußen ist das auch so. Ne, das ist halt so, wenn man nichts aufnoppen darf, wenn man es nur ja, aufklemmen darf quasi. So, jetzt von vorne einmal kurz schauen. Da haben wir unsere Mosquito mit so ein bisschen durchhängenden Flügeln. Sieht aber ein bisschen schon cool aus. Vielleicht auch, weil ich es hier mal ein bisschen mehr hätte festdrücken müssen.
Aber das ist bei diesem Flugzeug irgendwie immer der Fall, durch diese vielen kleinen Fliesen, die vielen kleinen Slopes, dass man immer mal irgendwo ein bisschen was nachdrücken muss. Ihr seht es, immer mal wieder hat man so kleine, leichte Gaps. Wir haben, wo wir schon mal hier sind, schönes Querruder, was wir hier auch einstellen können zum Rollen. Das kennt ihr. Wir haben ein Höhenruder, wo wir nichts verstellen können. Das Seitenruder als großes Formteil habe ich euch gesagt, aber dafür schön bedruckt. Die Seitenfliesen, große Fliesen auch bedruckt. Hier MM417 und hier TEG mit der typischen Kokarde der RAF und von innen, was ist das für ein Wort, Freunde, von unten meine ich, also von hinten unten, seht ihr alles, und das gefällt mir, fast flächig weiß gefliest. Ich meckere da oft bei Kobi, hier haben wir es fast bis auf die Flügelspitzen überall weiß mit diesen kleinen, schmalen Fliesen bebaut, beplankt fast. Hier haben wir die Motorgondeln, die mir hier schön Spaß gemacht haben. Das sind glaube ich auch Formteile. Hier haben wir auch Bügelperlen drin und wir können auch das Fahrwerk hier einklappen. Da haben wir unsere C-Claim und wir haben sogar welche als Ersatz dabei, weil Kobi da ja ab und zu mal Probleme hat. Das gleiche natürlich hier und wir haben einen Bombenschacht, den ich ganz cool gelöst finde, nämlich auch mit so einer dünnen Fliese an C-Claims aufgesetzt hier und wir können sie so zumachen. Wenn wir es zumachen, wir brauchen noch ein bisschen Fingerspitzen, also hier Fingernägel, können wir die Bomben auch reinpacken und können dann zumachen. So, man muss nur ein bisschen so, zack, zack. Das Problem, also ist zu hier grob, das Problem ist bloß, dann können wir das Flugzeug so im Flug nicht mehr auf den Stand packen, weil die Standaufnahme ist nämlich hier drinne. Also ihr seht da das Loch, da kommt der Stand rein, da, und wenn wir es zumachen, können wir es nicht mehr so richtig, dass die Bomben drin bleiben. So kann man es grob machen, aber ihr seht auch da fällt es mir raus. Also man kann es versuchen, aber so halb zu klemmen, aber ja, so könnte man es machen, aber ein Flugzeug so mit halboffenen Bombenschacht irgendwo hinstellen, finde ich blöd. Da unten seht ihr es, ist nicht so meins. Also das gefällt mir nicht ganz so gut. Da hätte man vielleicht die Bomben weglassen sollen oder eine andere Version bauen, weiß ich nicht. So, und dann fallen sie raus, ihr seht es gerade. Also es ist ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, aber dass man das Flugzeug nur so, ohne Stand, mit den Bomben im Schacht benutzen kann, finde ich ein bisschen blöd. Benutzen, hinstellen kann. Benutzen, hier spielt ja keiner mit. So, dann die typische Nase mit der Bewaffnung. Wir sehen hier 8 MGs, Kanonen angedruckt. Hier unten oben haben wir 4 gebaut. Das finde ich ganz cool. Und wir haben halt hier die Lufteinlässe für die Merlin-Motoren hier angedeutet, angebaut. Die 5542 hatte hier große bedruckte Fliesen. Also, ihr seht schon ziemlich ikonisch der Blick. So sah sie aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Bodybuilder, der gerade irgendwie über den Nacken seine Stange schiebt. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Also schon eine ikonische Form, ein tolles Flugzeug. Der Bau, wie gesagt, 2 Stunden, 710 Teile. Es sieht nach viel, viel mehr aus hier. Es sieht nach wirklich viel mehr aus. Aber am Ende des Tages war es jetzt nicht so das High-End. Ja, es wird aus der Luft gegriffen, ein bisschen der Begriff High-End, aber es hat mir dann vielleicht doch nicht so viel Spaß gemacht zu bauen, wie ich dachte. Wobei ich gerne Kobi baue. Ich baue sehr gerne Kobi und ich habe eigentlich immer Spaß an Kobi bauen. Nur hat mir hier irgendwie, was eintönig, weiß ich auch nicht, aber so ein bisschen die Raffinesse hat mir gefehlt. Die hatten wir dann an den Gondeln. Der Rest war so, typisch Kobi 1x1 und natürlich auch hier nicht vergessen die schönen Propeller mit den lackierten gelben Flügelspitzen. Also muss sein, muss in meine Sammlung. Ihr seht da hinten, ich muss auch noch ein bisschen was raffmäßig bauen. Übrigens hier nicht wundern, der Karton ist schon etwas älter, deswegen ausgeblichen. Und hier haben wir auch noch die neue Hurricane, die ich sogar bauen werde im Vergleich zu einer alten Hurricane, die ich auch noch habe. Also da kommt noch ein bisschen was das Thema RAF bei Kobi angeht und Flugzeuge. Ja, also Mosquito ist ganz okay, ganz gut. Ein großes Flugzeug und auch im Vergleich, wenn ihr die Ju-88 gebaut habt, glaube ich, dann ist hier die Mosquito gar nicht so verkehrt in euren Regal. Ihr braucht halt nur, wie gesagt, ein bisschen Platz. Wenn ihr die Ju-88 gebaut habt, habt ihr aber
Platz. Schöne Drucke, das auf jeden Fall. Eine schöne kleine Geschichte, die ihr gleich noch hört bei den Detailbildern. Das mit den Bomben finde ich nicht ganz so gut. Und ja, dass man hier Tricks mit den Piloten im Maßstab 1:32 vielleicht gar nicht so schlimm macht Kobi ja bei den 1:48 Düsenjägern ja auch irgendwie. Ja, das war so ein bisschen hier mein erster Eindruck, mein Review. Ihr bekommt ja gleich nochmal Detailfotos, da nochmal Fakten und dann schauen wir uns später noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ja, Freunde, während ihr hier nochmal ein paar Detailfotos seht, wie immer an dieser Stelle, damit ihr euch auch selber nochmal ein Bild vom Set machen könnt, ein paar Hinweise zum Flugzeug, zum Original. Denn wir haben hier eine de Havilland DH98 Mosquito Mark 6. Und zwar des 487. Squadron der Royal Air Force, hier aber eigentlich der neuseeländischen Air Force, die in Hunstanton in Hertfordshire in dem Vereinigten Königreich stationiert war. Es gab dieses Flugzeug schon als Airfix-Bausatz und es gibt auch im Imperial War Museum in Großbritannien Fotos von diesem Flugzeug. Deswegen ist es wahrscheinlich auch dann bei Kobi gelandet. Kobi orientiert sich ja gerne an vorhandene Modellbausätze. Das Flugzeug ist am 26.03.1944 abgestürzt um 17:55 Uhr, denn es hatte einen Flaktreffer bei einem Angriff auf Le Havre bzw. auf die V1 Abschussanlagen dort erlitten. Die beiden Piloten Stanley Irvine Smith und Alfred Ronald Marsh sind dabei verletzt worden. Wie es denen danach ging, weiß ich aber nicht. Ja, Freunde, das waren nochmal ein paar Fakten hier rund um das Flugzeug. Euch jetzt viel Spaß bei meinen letzten Worten in diesem Review. Ja, da ist das große Insekt hier fertig auf meinem Bautisch. Ihr habt es gerade schon beim Review gesehen. Nochmal, damit ihr so ein bisschen seht im Vergleich zu mir. Es ist schon ein großer Brecher. 51 cm ist das Ding lang. Und ja, wir nennen es mal Bombengate. Wir können diese Accessoires hier nicht so gut verstauen, wenn wir den Stand benutzen wollen. Aber für die, die keinen Stand mögen, können das Flugzeug ja trotzdem dann so hier hinstellen. Fully loaded, wie wir Schweden sagen. Ja, schreibt mir eure Meinung wie immer bitte zum Set unten in die Kommentare. Habt ihr vielleicht die alte de Havilland Mosquito von Kobi? Würde mich auch mal interessieren, wie ihr die fandet. Schreibt mir das unten gerne in die Kommentare und wie immer generell Feedback und Anregungen immer unten in diese Sektion, wo ihr reinklöppeln könnt, was ihr wollt, reinschreiben. Davon lebt YouTube und deswegen mache ich das auch, sage ich immer wieder, denn ich möchte gerne auch eure Meinung wissen, nicht die von Kobi und meine Meinung habt ihr gerade gehört, sondern eure zu diesen Sets. Denn so, glaube ich, funktioniert Teilhabe und Spaß und Freude teilen am Hobby. Also so von vorne gefällt es mir eigentlich ziemlich cool, ziemlich ikonisch. Ja, und wenn ihr gerade dabei seid, mit eurer Maus und euren Fingern auf der Tastatur rumklöppelt, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht noch ein Abo da lasst, vielleicht mal Freunden von euch, die sich auch gerade mit Kobi interessieren, mein Video zeigt und wenn ihr vielleicht auch noch mal einen Daumen hoch oder Daumen runter gibt, je nachdem, wie ihr dieses Video fandet. In diesem Sinne, Freunde, guten Flug. Ich packe jetzt hier mein fliegendes Expedit-Regal, so nenne ich es mal. Muss mal schauen, dass ich es eben in so ein Regal packe und dann wünsche ich euch guten Flug, auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.